Der Immobilien-Experten-Talk. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Immobilien-Experten-Talks. Zinsen steigen und Experten sprechen über fallende Immobilienpreise. Fallen Preise wirklich aufgrund der steigenden Zinsen? Wir sind heute zu Gast bei der Firma, die halb Deutschland mit Finanzierungen versorgt. Wir dürfen in der heutigen Ausgabe Conny Merten begrüßen. Conny ist Vertriebschefin von Europace und wird uns Insights über die Diskussion mit Banken geben, als auch, was passiert, wenn Zinsen steigen. Ich würde sagen, warten wir nicht länger und begrüßen Conny. Conny, ich grüße dich. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Immobilien-Experten-Talk. Danke, dass ich da sein darf. Magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Sehr gerne. Ich bin Conny Merten, hat es ja schön gesagt. Bin wirklich im Baufi-Nerd, so würde ich mich immer bezeichnen. Also Baufinanzierung ist eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir und deswegen bin ich auch bei Europace gelandet, um all das, was an Baufinanzierungswissen oder überhaupt am Immobilienwissen oder halt auch Finanzierungswissen so auf dem Markt gebraucht wird, digitalisiert werden kann, bin ich bei Europace Director Sales und verantworte hier den Vertrieb. Sehr gut. Wir freuen uns natürlich heute sehr, mit dir zu sprechen. Ich habe in der Einleitung gesagt, eure Firma ist die halb Deutschland mit Finanzierung versorgt. Das wissen die meisten Leute gar nicht. Das stimmt. Ist auch gut. Ja, jetzt ist es so, wir haben jetzt festgestellt, die Zinsen steigen. Vor ein paar Wochen haben wir den ersten Anstieg gesehen. Jetzt ist ganz frisch rausgekommen, dass die Zinsen nochmal um 0,75% steigen. Was bedeutet das? Ja. Das ist, glaube ich, die meistgefragteste Frage, die ich in den heutigen Zeiten bekomme. Ich glaube, es gibt kein Telefonat mit Vertrieben oder Banken oder Versicherungen, wo man nicht wirklich darüber spricht. Ja, wir sehen in diesem Jahr, dass der Zinsmarkt so hoch gestiegen ist, wie er schon seit Jahrzehnten nicht mehr gestiegen ist. Wir kommen wirklich aus einer sehr krassen Niedrigzinsphase, haben wir gemerkt, ja, man konnte sich wirklich gut und preiswert Geld leihen am Markt, für den Verbraucher oder für Verbraucherinnen natürlich wunderbar. Und jetzt merken wir am Anfang des Jahres, dass es schon einen signifikanten Anstieg gibt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du vorher für eine Finanzierung 800 € bezahlt hast, ja, für die Rate, dann ist die jetzt doppelt so hoch. So ein rasanter Anstieg. Ja, und das macht sich natürlich bemerkbar. Ja. Okay. Jetzt ist es so, ihr sprecht ja auch tagtäglich direkt mit den Banken, ja, weil ihr habt ja quasi den direkten Kontakt. Hast du, wenn du jetzt mit den Banken sprichst, was stellst du da fest? Ist da viel Unsicherheit vorhanden? Wie denken aber auch die Banken aktuell über die Zinssteigerung nach? Ja. Ich glaube, da ist alles dabei gerade, von Besorgnis bis wir wollen auf Sicht fahren, wir brauchen Daten für Entscheidungen, ist alles das, was man heute braucht, um ein gutes Pricing zu machen, einen guten Zins auf den Markt zu stellen, an Lösungen gefragt. Definitiv. Und natürlich schauen die Banken in ihrem Pricing, was könnte morgen passieren. Also sie gucken sich ihr Risiko an. Das sind ja sehr verantwortungsvolle Institutionen. Ja? Und deswegen gucken die rein und sagen, alles klar, für die nächsten Monate, Wochen, Tage, je nachdem, wie sich das Institut auch refinanziert am Markt, wird halt ein Zins gepreist. Da werden die Kosten, wie kaufe ich mir Geld ein, wie sind die Bearbeitungskosten, so wird dann halt ein Zins festgelegt. Und insofern wird der sich gerade so am Markt rasant entwickeln, weil wir gerade wirklich merken, dass wir hohe Herausforderungen gerade am Markt haben. Ne? Ich nenne mal einiges. Wir haben am Anfang des Jahres gemerkt, dass die KfW, also das staatliche Förderinstitut, sich wirklich ein bisschen vom Markt genommen hat, ja? Also keine Förderprodukte mehr gegeben hat. Wir haben gemerkt im letzten Jahr schon, dass die Baukosten rasant steigen. Also Materialkosten gerade für Neubauten sind wahnsinnig hoch. Wir haben gemerkt, dass Baukosten immer weiter steigen, also bis zu 20%. Ja, und das von Monat zu Monat. Das ist natürlich fatal für Verbraucherinnen und auch für Baufirmen, ja? Auch Beratende, überhaupt in die Glaskugel zu gucken, was kostet es denn morgen, weil du brauchst ja einen Festzins, den du finanzieren möchtest. Ja. Ja? Also das sind alles so eine Herausforderung, ne? Der politische Krisenkrieg, wir kommen aus der Pandemie, also wir haben so viele Herausforderungen, ja? Lieferengpässe, da haben wir auch nicht vergessen, die sind auch noch da. Ja? Da sind so viele, ein bunter Blumenstrauß und so viele Herausforderungen und die haben halt alle dazu geführt, und das kann halt keiner voraussehen, dass der Zins so angestiegen ist. Ja. Ja.
Jetzt lass uns noch mal ein bisschen konkreter drauf schauen. Die Zinsen sind, wie gesagt, jetzt ganz kürzlich nochmal sprunghaft gestiegen um 0,75. Die Frage, die sich jetzt ein Käufer stellt, ist ab morgen meine Baufinanzierung auch 0,75% teurer? Das kann ich absolut verstehen. Die Frage würde ich mir auch sofort stellen, wenn ich höre, dass die EZB den Leitzins nochmal auf 0,75 erhöht. Und sie hatte ja erst kürzlich erhöht. Wir sind jetzt bei 1,25. Das ist also das Geld, was die Banken also definitiv ausgeben müssen, um sich halt selber Geld zu leihen, was sie dann an den Verbraucher weitergeben. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, wir haben ja sehr verantwortungsvolle Institute, also Banken gucken natürlich halt auch in den nächsten Monaten, was könnte auf dem Markt passieren. Wir sind sehr gut vernetzt, sind wir ja auch. Ne? Das spielt halt auch eine große Rolle, zu gucken, was passiert in den einzelnen Bereichen, was passiert in der politischen Ebene, was passiert auf wirtschaftlicher Ebene. Und da hat man ja so Frühwarnindikatoren. Also man sieht ja da schon leichte seismische Bewegungen. Was würdest du sagen, ist so ein typischer Frühwarnindikator? Ein typischer Frühwarnindikator ist, wenn man jetzt schon merkt, dass halt bei der Politik schon sehr oft darüber gesprochen wird, hast ja viele Lobbyisten auch, ja, dass wir Änderungen brauchen. Ein Frühwarnindikator ist die Inflation, ja, in der wir jetzt auch gerade sind. Ne? Das ist jetzt auch noch das Wort, was wir tagtäglich hören. Das sind alles so Indikatoren auch, wie die Absatzwirtschaft gerade ist. Das sind alles so Daten, die wir sammeln und diese sammeln halt natürlich auch die Banken. Und dann preisen sie das halt schon früher ein. Das heißt, wenn die EZB erhöht, ist das jetzt nicht auf einmal ein Riesenschock, dass der Zins sofort nach oben geht. Ja, das ist langfristig, wird sich der Zins, ne, weil wie gesagt, ich kaufe mir ja Geld, also ich kaufe mir einfach teurer ein, wird es langfristig nach oben gehen. Aber der Kunde wird es heute nicht ad hoc merken, weil die Banken es schon eingepreist haben. Genau, also sie haben schon Vorzugseffekte, also sie haben es schon vorweggenommen und deswegen ist der Ausschlag nicht so hoch. Ist das der Grund, warum jetzt die Zinsen Anfang des Jahres auch schon sprunghaft auf über 3% gestiegen sind? Genau, weil dieses Potpourri, was ich gerade erzählt habe, alles zusammengekommen ist mit KfW, mit Lieferketten, das kam alles so komprimiert, ja, dass das natürlich dann sofort dafür gesorgt hat, dass wir ein erhöhtes Risiko sehen am Markt und dieses Risiko muss halt bepreist werden, damit wir für Stabilität sorgen können. Würdest du sagen, ich würde mal sagen, in den letzten 2-3 Wochen sind die Zinsen auch nochmal von 3,4, 3,5, 3,6 fast schon wieder auf unter 3% gefallen? War das die Gegenreaktion, dass man gesagt hat, so schlimm wird es nicht, jetzt können wir es doch wieder ein bisschen zurücknehmen? Ja. Kann man das sagen? Ja, also ich glaube, da sind auch wieder viele Gründe dabei. Auf jeden Fall wird auch der Grund sein, es ist eventuell gar nicht so groß. Also die Leitzinserhöhung hätte ja auch nicht nur eine 75, sondern auch nochmal 1%. Vielleicht hatte man das vorher eingepreist. Vielleicht hatte man gesehen, okay, lass uns mal lieber 1% einpreisen. Und jetzt wissen wir, alles ist durchgesickert, es wird nur 0,75. Ja. Dass es deswegen ein bisschen runtergegangen ist, aber ist natürlich auch, du hast halt auch eine Wettbewerbssituation. Ja. Du möchtest ja als Bank, und das muss man ja auch ganz klar sagen, du möchtest ja einen Kunden gewinnen. Und du möchtest ja eine Finanzierung abschließen. Ja? Und wenn du merkst, dass das ausbleibt, dass das zurückgeht, musst du natürlich Strategien entwickeln. Das macht ja jeder Unternehmer, ja? Und eine Bank natürlich auch. Und das sieht man natürlich auch. Ne? Wenn sie merken, okay, jetzt haben wir wirklich ein bisschen weniger schon an Finanzierung rausgereicht, was können wir tun? Und da ist natürlich der Zins das erste Instrument, wo man halt drüber steuern kann. Okay. Auch noch weitere. Jetzt versuche ich dir so ein bisschen eine Aussage bitte, unbedingt. Dafür sind wir ja da. Ja. Bedeutet der Anstieg von 0,75, ich vermute mal, ihr hattet dann auch die Gespräche mit den Banken und die haben sich zurückgelehnt und gesagt, Conny, easy, haben wir mit eingepriesen, die Zinsen werden erstmal gleich bleiben. Ja. Ist das so? Ja, erstmal werden sie gleich bleiben. Aber ich denke schon, dass sie ein bisschen wieder nach oben gehen werden. Okay. Ja? Aber es ist halt Glaskugel so ein bisschen, weil wir wissen halt nicht, was morgen wieder passiert, wie der Markt morgen wieder reagiert, muss man fairerweise sagen. Ich schätze jetzt erstmal, dass die Banken wirklich vorsorglich gehandelt haben, dass der Zins nicht mehr so einen hohen Ausschlag hat, aber weiter schwankend bleibt, aber auch nicht mehr so in der Höhe ansteigen wird. Okay, also wir werden uns vermutlich irgendwo zwischen 3-4% auch einpendeln. Boah, ja, hoffentlich nicht. Ja. Ja, also müssen wir mal gucken. Ist halt wirklich Orakel an der Stelle. Also ja, wird sich wahrscheinlich so einpendeln in der Richtung. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ihr sprecht auf
täglicher oder wöchentlicher oder monatlicher Basis mit der Bank. Ja. Sitzt man dann zusammen und sagt, hey, ihr habt euer Produkt bei euch gelistet und jetzt steigen die Zinsen. Wie sprecht ihr mit denen? Habt ihr auch die Möglichkeit, mit denen noch so ein bisschen zu verhandeln? Weil ihr kennt ja den Wettbewerb sehr gut. Also ihr könnt sagen, Bank XY hat aber folgenden Zins. Wenn ihr jetzt den Zins erhöht, habt ihr keine Chance mehr, den Markt mit abzudenken, weil ihr einfach ein sehr unkompetitives Angebot mit habt. Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Es ist in der Tat wirklich so, dass wir sehr eng mit unseren Bankpartnern zusammenarbeiten. Ihr müsst euch das wie folgt vorstellen, dass wir auch Consultant-Ansätze haben. Als Plattform sehen wir wirklich den gesamten Markt, sammeln viele Daten und haben natürlich auch Frühwarnindikatoren, haben natürlich auch Szenarien, die wir aufbauen können im Consultant-Bereich und schauen auf den gesamten Markt und können natürlich dem Produktanbieter Tipps und Tricks mitgeben. Das haben sie auch alles, aber wir challengen das denn. Was sagen eure Daten, was sagen unsere Daten? Und spielen bestimmte Sachen durch. Wir können natürlich durchspielen, wenn der Zins so und so steigt, wie könnte das und das passieren? Ja? Wenn wir eine Sonderaktion fahren, was könnte eventuell der Mehrwert sein? Ja? Also das spielen wir schon durch. Wir also wie gesagt, sind wöchentlich im Austausch, dadurch, dass die Kriterien sowieso sehr, sehr angepasst werden, gerade durch den Markt, den schwierigen, den wir gerade haben, werden die Banken natürlich, das merken wir, auch immer restriktiver mit der Kreditvergabe. Sie werden halt risikobewusster, muss man fairerweise so sagen. Und dann kriegen wir natürlich auch Anpassungen an unser System. Was meine ich damit? Die Banken melden uns jetzt öfter, dass ihre Kriterien, die bei uns digital hinterlegt sind, dass sie angepasst werden müssen. Kannst du ein Beispiel geben? Was sind so Kriterien? Kriterien sind zum Beispiel, die Mindesttilgung muss noch umgesetzt werden. Kriterien sind, ich mache nicht mehr eine 100% Finanzierung. Also ich werde nicht mehr den Kaufpreis Marktwert finanzieren, sondern werde einen höheren Abschlag reinpreisen, weil ich einfach nicht weiß, wie die Immobilie morgen an Wert zugenommen oder auch abgenommen hat. Ja? Okay. Das sind solche Kriterien, die dann halt runtergenommen werden und halt enger gefahren werden und somit somit sprechen wir halt mit den Banken halt drüber, ob diese Maßnahme auch dann wirklich die trifft. Da fragen wir halt, und das ist halt in unserem technischen, agilen Umfeld, wir sind ja Entwickler, da kommt halt die Expertise durch, dass wir sagen, was ist denn das Problem, was möchtet ihr denn ändern, was soll denn der Zielzustand sein, und das können wir dann halt consultantmäßig einfach challengen. So wir wollen nachher im zweiten Teil, gehen wir noch mal ein bisschen stärker darauf ein, was das auch für den Verkäufer bedeutet, weil wir entwickeln uns ja aktuell wahrscheinlich eher von einem Verkäufer zu einem Käufermarkt. Bevor wir darauf eingehen, würde mich natürlich noch mal interessieren, du hast gerade sehr viele Kriterien aufgezählt. Was würdest du sagen, sind die 1, 2 oder 3 Kriterien, die sich jetzt in den letzten 2, 3, 4, 5 Monaten am stärksten mit verändert haben? Und auch in welche Richtung? Ich würde sagen, dass das, was ich gerade eben schon angedeutet habe, ist, dass, und jetzt will ich nicht mit so viel Fachwörtern rumwerfen, da geht es jetzt um den Marktwert. Der Marktwert der Immobilie. Der Marktwert einer Immobilie, genau, dass der halt nicht mehr zu 100%, also Kaufpreis finanziert wird, sondern halt wirklich Abschläge gehen. Das nennt man dann Beleihungswert. Also da wird ein risikoadjustierter Abschlag genommen, das ist dann 90 oder 80. Und da sieht man halt, dass die Banken da wirklich runtergehen und sagen, wir finanzieren nur noch bis 80% Beleihung. Ist wichtig für einen Käufer und für einen Verkäufer, weil das bringt einen Rattenschwanz mit sich. Ja? Können wir gleich nochmal drauf eingehen. Das ist ein Punkt. Wir sehen aber auch, dass, klar, die Zinsen ändern sich, klar, aber dass halt auch Anpassungen an der Tilgung vorgenommen werden. Dass geschaut wird, was brauche ich eigentlich, um das Darlehen zurückzuzahlen, um das Risiko schnell wie möglich zu minimieren für die Bank. Kannst du sagen, also Tilgung ist natürlich ein sehr spannendes Thema. In meiner Perspektive tritt bei den meisten Finanzierungen immer eine 2%ige Tilgung auf. Das heißt, also Tilgung, was zahlst du an die Bank zurück, um deine Kreditschuld mit zu reduzieren? Stimmt das? Ist 2% der Durchschnitt? Und wie hat sich das auch verändert? Sieht man jetzt mittlerweile geringere Tilgung, höhere Tilgung? Wo laufen wir hin? 2%, 3%, 4%? Was würdest du sagen? Also das ist natürlich eine richtig tolle Sache, weil
Wenn du jetzt eine Finanzierungsberaterin mal fragst, wie mich, wie früher, sage ich, Mensch, ich komme aus der Niedrigzinsphase, da gab es immer 1%. Ja. Ne, damit hat man einfach, ne, mindestens 1% musst du mindest tilgen. Jetzt hatten wir immer mehr Niedrigzins, Niedrigzins, haben die Banken angefangen, okay, wir müssen jetzt hier was an der Tilgung machen, weil das Darlehen dauert einfach viel zu lange, bis es zurückgezahlt wird. Wenn wir irgendwann bei 40, 50 Jahre, das geht nicht, ja, oder auch 60, das funktioniert nicht. Das geht nicht, ja? weil die Bank sagt, das ist uns zu lang, oder warum geht Genau, das nicht? weil auch der Gesetzgeber Regulatoriken eingeführt hat, die gesagt haben, okay, also bis zum Rentenalter, da sollte man halt schon durch sein. Ja? Wir möchten ja nicht in einen höheren Verschuldungsgrad oder in die Altersarmut rutschen. Ja? Also das sind eher so gesetzliche Regulatoriken und dann nicht mal Regulatoriken so von den Banken. Ja? Also musste der Zins, der Mindestzins angehoben werden. Und da hast du recht. Das war also in der Regel 2%, dass man sich da so eingepegelt hat. Ja? Wenn man höher getilgt hat, hat man halt Vergünstigungen am Zins bekommen, so hat man das ein bisschen gespielt. Ja. Oder wenn halt eine Finanzierung auch wirklich ein bisschen knapper ist, sagt man, alles klar, weil sie sehr hoch im Auslauf ist, also sagen wir mal eine 100% Finanzierung, möchte die eine oder andere Bank halt definitiv eine höhere Tilgung als 2 haben. Das wird dann aber halt besprochen in der Beratung, ja, an der Stelle. So, und jetzt, jetzt haben wir den höheren Zins. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt gehen wir mit der Mindesttilgung runter, ist ja klar, weil wir wollen ja, die Rate wird ja sonst immer höher. Ne? Eine Rate, ist ganz wichtig nochmal zu erklären, eine Rate wird sich zusammen oder setzt sich ja zusammen aus dem Zins, der am Markt ist, ja, sagen wir mal eine 2,9 und der Tilgung, ja, eine 2. Also habe ich in der, von meiner Darlehenssumme, die ich aufnehme, halt 4,9, ja, oder die 5,9 habe ich, was ich zahlen muss prozentual. Ja. Und das wird dann halt immer mehr, ja, umso höher der Zins steigt. Ja. Ja. Also deswegen könnte man ja meinen, die Banken gehen wieder zurück in die 1%. Das sehen wir aber nicht. Okay, also eher Richtung 3%. Genau, weil, um dann wieder besser das Risiko auszutangerieren. Ja, das ist schon so. Das ist spannend, weil das führt ja letztendlich dazu, dass der Käufer, der sich vor 6 Monaten, vor 12 Monaten eine Immobilie leisten konnte, es jetzt einfach nicht mehr leisten kann. Also für den, der sagt, ich will selber einziehen. Auf der anderen Seite für den Kapitalanleger bedeutet das aber auch, dass ja der Preis, der vielleicht vor 6 Monaten noch galt, jetzt einfach total uncharmant wirkt, weil es sich vorne und hinten ja nicht mehr rechnet. So, ich meine, wenn man in Großstädten guckt, hat man ja häufiger das in der Top-Lage, gibt ja so typische Kennzahlen dafür, dass man sagt, wie lange musst du quasi Miete bekommen, bis du den Kaufpreis wieder reingeholt hast. Gibt es ja durchaus schon Immobilien, die ja Richtung 30, 40, 50 Jahre laufen. Jetzt sagst du, die Banken wollen das gar nicht mehr. Das heißt, es wird niemanden mehr geben, der dann so richtig das Objekt auch mit kaufen kann. Und das ist vermutlich der Punkt, warum viele Experten aktuell sagen, naja, steigende Zinsen bedeutet im Umkehrschluss, jetzt haben wir festgestellt, auch steigende Tilgung. Und irgendwo wird sich das dann auch auf den Preis mit auswirken. Genau, also das ist natürlich, da gibt es Vor- und Nachteile. Wenn wir jetzt auf die Nachteile gucken, ist es in der Tat so, dadurch, dass der Zins sich halt so rasant erhöht hat, was ich ja schon eingangs gesagt habe, ist, wenn ich in der Finanzierungsberatung bin, und die Verbraucherin am Tisch habe und denen jetzt gesagt habe, deine Rate wird 800 € sein, das kannst du dich darauf verlassen, das passt zu dir, und sie dann 2 Monate später wiederkommen, weil sie jetzt endlich eine Immobilie gefunden haben und ich einfach sage, das sind jetzt aber keine 800 mehr, sondern 1600 und jetzt schaffen wir es einfach nicht mehr, dann waren das, glaube ich, in den letzten Monaten die schlimmsten Gespräche, die geführt wurden bei den Banken sowie halt auch bei den Vertrieben, die Finanzierungen beraten und Kunden da begleiten. Ja. Das ist wirklich schon so. Und beim Kapitalanleger ist das auch so. Könnte man sagen, ja, ein Kapitalanleger ist doch der Zins egal, ist ja steuerlich und so weiter, ist das ja super eigentlich. Aber dennoch muss er ja auch eine Miete preisen. Ja, und es müssen ja auch Menschen geben, die diese Miete bezahlen. Und wenn die Rate so hoch ist, dass ich gar keinen Vorteil da mehr habe, da irgendwas, nämlich mehr Rate zahle, als dass ich überhaupt Miete bekomme oder nur überhaupt 0,0 habe, dann ist das natürlich keine schöne Entwicklung. Das ist wirklich ein Risiko und das merkt man jetzt auch gerade, ja, dass man da Abstand, jeder atmet mal hier gerade durch, guckt sich das von allen Seiten an und das merken wir auch gerade am Markt. Spannend. Lass uns da gleich gerne nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil am Ende muss der Verkäufer jetzt auch sehr stark mit drauf gucken. Das können wir uns gleich im zweiten Teil nochmal mit anschauen. Freue mich schon. Bevor wir dahin übergehen, die letzte Frage, die ich dir ganz gerne stellen möchte. Was würdest du sagen, ist die spannendste Erkenntnis, die du in den letzten 2 oder 3 Monaten mitbekommen hast?
Vom Finanzierungsmarkt? Ja. Auch vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit der Bank. Ja, dass halt wirklich Schwarmintelligenz gefordert ist. Also man rückt näher zusammen und schaut auch beim Wettbewerb und beim Gegenüber, wie würdest du es machen oder welche Strategien nehmt ihr jetzt? Das passiert auch bei Vertrieben, also selbstverständlich, ne, fragen mich viele andere, Mensch Conny, wie machst du es denn gerade? Ja, was habt ihr dann für Strategien oder was würdest du uns raten? Ja. Das ist schon so, also man merkt halt einen höheren Consultant- und Austauschbedarf, was auch schön ist, ja, weil man halt wirklich andere Einblicke dann bekommt, ja, nochmal. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wie wichtig Sicherheit und Empathie einfach auch ist. Das ist in dieser Lage, es macht ganz viel. Ja. Und das kann, also wir sind ja ein Tech-Unternehmen, wir sind ein Fintech-Unternehmen, das können wir super begleiten, aber es braucht immer jemanden, der das gut transferiert in einer sicheren und empathischen Weise, damit jeder die Ruhe bewahrt. Ja. Vielen Dank bis hierhin erstmal für die Insights, die wir von der Bankseite und von euch mitbekommen dürfen. Wir sehen uns gleich wieder und bis hierhin erstmal vielen Dank. Gerne. Das war der erste Teil. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt, was aktuell die Banken beschäftigt, was auch die Zinserhöhung, welche Auswirkungen das für die Verkäufer und Käufer hat. Wir möchten jetzt im zweiten Teil nochmal stärker darauf eingehen, wie verändert sich der Markt. Wir befinden uns aktuell an der Grenze zur Entwicklung von einem Verkäufer zum Käufermarkt. Ich würde sagen, schau dir das Video gerne an, insbesondere wenn du aktuell eine Immobilie verkaufen, kaufen oder auch finanzieren möchtest. Der Immobilien-Experten-Talk.